Herzlich willkommen zu einer neuen Woche in Afrika mit uns. Wir sind Yvonne und René mit unserem Toyota HZJ 79 Tembo und im Moment im Zentrum von Simbabwe unterwegs, wo wir eigentlich nur Freunde treffen wollten, ihnen aber dann bei einem schwerwiegenden Problem an deren Unimog-Achse helfen mussten. Und jetzt während der Probefahrt intensiven Kontakt zu einer lokalen Familie knüpfen und endlich auch etwas Geschichte des Landes entdecken konnten. Viel Spaß dabei! Wir waren jetzt 2 Tage hier auf diesem wunderbaren Stellplatz. Ist er nicht schön? Aber jetzt ist der Unimog wieder heile und wir fahren los Richtung Great Zimbabwe quasi. Wir gehen da auf den Campingplatz, damit wir mal duschen können und damit auch das Auto noch mal ein bisschen Probe gefahren wird. Und das ist ungefähr so 25 Kilometer von hier und wir dieses Generatorgeräusch nicht mehr haben. Aber wir hatten eine wunderbare Zeit, vor allen Dingen mit diesen netten jungen Leuten hier. So hello, da ist Steven. See you sometimes again, thank you so much. Thank you very much. We thank you. Yeah. See you next time. Yes. Oh, welcome. So, und ja, jetzt fahren wir halt einfach. Die erste Kontrolle, ob es heiß wird. Wer da wohl wieder Wichtiges drin sitzt. Das ist so typisches afrikanisches, Also, ich sag mal, Regierungsfahrgehabe. Das ist überall in Afrika so. man muss, und das steht auch wirklich überall geschrieben, in solchen Situationen, wenn sich ein Regierungsmitglied ankündigt, und das passiert immer so, dann muss man anhalten und an die Seite fahren. Das war in Westafrika, war das auch immer so, Gambia, Senegal, egal wo. Wer auch immer da jetzt drin gesessen hat, weil ich meine, wir fahren jetzt hier nicht irgendwie an tolle Orte, wir fahren jetzt an Great Zimbabwe vorbei, das ist ja der Kulturort, aber danach kommt nicht mehr viel. Ich weiß nicht, wo die hinwollen. Heim. Es könnte natürlich sein, dass da der Polizeichef von Masvingo drin gesessen hat, der jetzt dann in sein Dorf wieder zurückfährt. Auch interessant. Aha, da hinten ist die Polizei. Das heißt, wir dürfen hier wahrscheinlich heute gar nicht rein, weil wahrscheinlich die Kolonne, die eben an uns vorbeigerast ist, hier Stationen bezogen hat. Wie ich vermutet habe. Der liebe Minister ist jetzt hier in Great Zimbabwe, aber wir dürfen trotzdem eintreten. Haben wir ein Glück. Mit hohem Besuch sind wir jetzt hier. Der Tourismusminister ist vor Ort, doch wir bekommen ihn nicht zu Gesicht und dürften sogar im Restaurant zu Abend essen, wohin uns Valerie und Etienne als Dankeschön für die Hilfe bei der Achsreparatur ihres Unimogs eingeladen haben. Und wir lassen uns bei einem kühlen Bier und einem Glas Wein ordentlich schmecken. Wir gehen jetzt Great Zimbabwe angucken, während Valerie und Etienne hier noch auf dem Platz jetzt ein bisschen chillen und Wäsche waschen. Sie haben nämlich das sich schon angeschaut. Aber bis mein Mann mal in die Rolle kommt, dauert das alles immer ein bisschen länger. Wie Yvonne eben schon gesagt hat, gehen wir jetzt Great Zimbabwe besichtigen. Jetzt muss man erstmal wissen, was das überhaupt bedeuten soll. Zimbabwe bedeutet scheinbar Steinhaus. Und Great Zimbabwe, das große Steinhaus. Und da gehen wir jetzt hin. Da gehen wir jetzt hin. Im 14. Jahrhundert wurde hier ein riesiger Bau angelegt, ein Steinbau, der angeblich so viele Menschen, so viele Menschen benötigt worden für den Bau wie einer ägyptischen Pyramide. Oh. Und es ist der größte Steinbau gewesen südlich der Sahara. Historisch betrachtet ein Riesenthema. Hier wurde sehr viel Handel betrieben. Hier wurden nämlich Gold wurde hier gefunden und da gab es regen Handel mit Arabien auch. Und dadurch war das hier mal eine sehr reiche Region.
Und es sollen in Great Zimbabwe, in dieser Steinansiedlung, sollen bis zu 20.000 Menschen mal gelebt haben. Tickets sind schon mal bezahlt und wir machen sogar mal eine Guided Tour. Ich glaube, das ist an so monumentalen Dingen, die hier so historisch belegt sind, gar nicht so schlecht. Weil das sind, ich glaube, 15 Seiten im Buch. Das immer dann zu lesen in dem Moment, das ist ziemlich mühsam und das Ganze zu erfassen, das wird bestimmt ganz interessant. Ich muss auch sagen, ich laufe auf einem Wall oben drauf. Mein Mann beschwert sich nämlich immer, dass er so klein neben mir aussieht. Aber ich laufe gerade auf einem Wall. Es hat schon einer eine Wette verloren, weil er gewettet hat, dass ich 10 cm kleiner wäre als Yvonne. Aber in Wahrheit ist es Gleichstand. Wir haben nur unterschiedlich körperliche das ist immer, weil Proportionen. Du da vorne in der Und ich Kamera natürlich habe halt auch immer die Kamera, also meistens die Kamera in der Hand. Guck mal, ich kann das mal ändern, ganz kurz. Und wer ist größer? So, jetzt wird's spannend. Jetzt gehen wir erst hier vom Informationszentrum oben auf den Berg und haben dann einen schönen Rundumblick. Da oben sehe ich aber auch schon so Zinnen, da ist auch was gebaut. Und wir gehen erst den anstrengenden Weg verschwitzt nach oben, um dann außen um den Hügel herum wieder zurückzugehen. In der Mitte ist dann ein Museum und dann in dieser Richtung ist dann das Great Monument, quasi das, was wir hier auf dem Bild sehen, nämlich die Steinbauten, die wirklichen. All right, good people. Great Zimbabwe, it's an archaeological site that brings many questions pertaining to its origin, who, why, and when it was built. Basically, the site was built and occupied around 1200 by the Bantu people. Zimbabwe heißt das große Steinhaus. Das haben wir jetzt hier von unserem Führer, von unserem Guide Gift eben noch mal gehört. Und das ist so viel Information, das kriegen wir gar nicht mehr wieder auf die Rolle. Aber jetzt gehen wir erstmal oben hier an the top of the hill. Da hat der König gewohnt. Da hat der König gewohnt. Da gehen wir jetzt mal hin. Mit seinen 200 Genau. Frauen. Bedenkt mal, 200 Frauen, was der arme Kerl durchgemacht hat, hä, René? Der tut mir leid, ja. Das ist ja seit 1937 UNESCO-Weltkulturerbe, 1937. It's under That's the... when Great Zimbabwe declared a national monument. Genau. Das ist ja fast so gut wie ein kleiner Morgenrun hier. Wir gehen jetzt hier durch die Blutpassage. Das ist der Zugang, der einzige, der möglich war, um oben den König... Wenn ich jetzt den König seine 200 Frauen abspenstig machen wollte, hätte ich hier hochgemusst. Und da es so eng ist und jeder nur einzeln hintereinander herlaufen kann, Haben die mich mit sind die Steinen natürlich beworfen. schön zu verteidigen gewesen. Da haben sie dann große Steine von oben runter geworfen und ihre Feinde dadurch vernichtet. Wir gehen ja jetzt in das Königsgemach und deswegen ist auch hier wie bei einer Kirche gerne mal der Eingang niedriger, damit man sich dann automatisch, wenn man reinkommt, verneigt. René hat gesagt, er hätte da ja kein Problem mit. Er müsste sich nicht verneigen, weil er nicht so groß ist. Ich kann auch Ich mache das recht mal durchlaufen. einfach aus Respekt heraus. Lauf. So, ich mache den Test. Es wird ungefähr 3-mal gesagt, dass man aufpassen soll, sich nicht den Kopf anzuhauen. Was macht sie? Sie haut sich die Rübe an. Und wenn ich dann immer mal sage, sie wäre dappig, dann meckert sie. Hier kann man jetzt mal schön diesen zwiebelartigen Aufbau vom Granit sehen. Und dadurch kann der relativ leicht hier abgeschlagen werden. Die haben das vielfach scheinbar gemacht mit Temperatur. Weil die ganzen Steine, die hier verwendet sind, ist alles Granit. Und früher haben die Feuer auf dem Granit gemacht und dann im Anschluss daran mit kaltem Wasser drüber gegangen und dann ist der Granit auch abgeplatzt. Und dann haben sie relativ viel Feuer gemacht und viel Wasser gekippt, damit sie die ganzen Steine zusammentragen konnten. Weil das sind tatsächlich wirklich viele. Und wie ich vorhin schon mal erwähnt habe, sollen hier ähnlich viele Menschen zum Bau benötigt wurden, wie für eine ägyptische Pyramide. Boah, ist das geil hier. Wow. Beeindruckende Aussicht von hier oben. Der König hat schon irgendwas richtig gemacht.
Die Mauern, die sind bis zu 5, 6 Meter dick. Und der ganze Granit, der hier verbaut wurde, der wurde halt hier rundrum von diesen ganzen Granitplatten, die man hier sieht, diesen ganzen Granitfelsen, wurde das abgebaut. Na, da staunt ihr, was? So viel Kultur ohne irgendwelche Schrauben oder Elektronikfachgesimpelei, das kann er nämlich auch. Und ich sage euch, da schaut er immer ganz genau hin, wie sowas gebaut wurde und wie das halten kann ohne Zement und Kleber. Wir klettern und kraxeln in den engen Gängen herum und staunen über deren Baukünste. So, wohin führst du mich jetzt hin? Auf den Top of the Mountain, wo der König immer Hof gehalten hat. Denn hier unten Jagdzeremonien stattgefunden haben. Und es geht auf einen Granitmonolith hinauf, von wo aus der König immer huldvoll nach unten schauen und grüßen konnte. Schaut euch doch nur diesen Ausblick an. Hello. How are you? Fine, and you? Good. Don't you enjoy that place here? Yeah. Wir marschieren jetzt gerade über die Eingangsstraße. Wohin denn? Ins Great Enclosure, in die Hauptattraktion, ins Königinnengemach. Ja. Hier sind wir jetzt in meinem Haus quasi, im Haus der ersten Frau. Hier ist das Great Enclosure. Und das ist auch alles original. Nur da hinten ist wohl was rebuildet. Aber ziemlich hoch, ziemlich groß, genau sowas für mich. Und hier kann man schön ein bisschen die Mauerstrukturen sehen. Das ist wieder was für den technisch Interessierten. Das ist jetzt kein Autovideo. Und auch wenn es kein Autovideo ist und wir hier durch historische Gänge wandeln, so gefällt es euch hoffentlich trotzdem. Und wenn dem so ist, dann haut doch jetzt auf den Abo-Button. Hinterlasst uns einen Daumen hoch, also ein Like. Das hilft unserem Kanal besonders zu wachsen und bleibt mit uns im Kontakt. Hinterlasst uns einen Kommentar, denn wir freuen uns ja jedes Mal sehr, mit euch in Verbindung zu treten. Vielen Dank. Das ist schon ganz witzig, hier durch diese Gänge zu tigern. Und die Wände hier neben mir, rechts und links, beziehungsweise die rechts von mir, die ist hier unten ungefähr 5, 6 Meter breit und geht 11 Meter nach oben und oben hat sie noch 3 Meter. Und hier unten kann ich jetzt einmal durch die Mauer durchgucken. Da kriegt man einen Eindruck, wie dick die Mauer ist. Ich gehe mal mit euch hier durch diesen Gang. So, länger ist mein Arm leider nicht. Aber es sind ein paar Meter, die das da durchgeht. Und viel größer als das von dem König da oben. Dafür hat der die bessere Aussicht gehabt. Und hier hast du auf die Mauern geguckt. Great Enclosure heißt ja große Einfriedung. Und man muss mal überlegen, dass die denken, dass man genauso viele Menschen wie zum Bau einer Pyramide hier für diesen Bau hier, dieser riesigen Einfriedung, die uns hier umgibt, gebraucht hat. Man geht auch davon aus, dass das Ganze hier ohne einen Plan gebaut wurde. Die haben einfach angefangen, man erkennt das so ein bisschen, also A sind die Wände ja nicht irgendwie gerade und auch die Entwicklung, dass am Anfang sind die Wände viel unruhiger und die werden immer glatter, desto länger der Bau gedauert hat. Und hier jetzt gehen wir durch den Nordwesteingang raus. Der ist erst 1995 ist der Kern saniert worden, weil er nämlich einsturzgefährdet war. Mit Holz kann ich verstehen, wenn das verrottet nach einer Zeit.
Das war's für uns. Great Zimbabwe. Sehr beeindruckender Ort. Schön gelegen. Sehr schön gelegen. Der König hat natürlich die Königsaussicht da oben, aber die Königin hatte den Königinnenplatz. Jetzt geht's wieder zurück zum Auto. Dann suchen wir uns mal ein schönes Nachtplätzchen mit Blick über den See hoffentlich. Wir verlassen Great Zimbabwe. Great Zimbabwe. Wir bleiben doch noch mal einen Tag länger zusammen. Eigentlich dachten wir, gehen unsere Wege auseinander, aber nein, wir bleiben zusammen. Da unten sind noch unsere Männer und lassen die Luft, also quasi den Luftdruck, der muss ja erst noch mal aufgeblasen werden. Da hinten ist der lokale Minister in der Abreise, der Pool, der View und da wird noch mal das Polizeiauto ein bisschen gewaschen, damit auch schön alles sauber ist. Wenn man so wie wir schon sehr lange unterwegs ist, freut man sich immer über Wegbegleiter, denn man trifft nicht oft andere Reisende. Der Austausch ist oft intensiver und offener und der Kontakt bleibt über Jahre hinweg bestehen, auch über große Distanzen. Und so fahren wir am Lake Kyle entlang und beziehen einen wunderbaren Platz mit Blick auf den See und die Umgebung schreit nach einer kleinen fleißigen Wespe. So nenne ich zumindest immer unsere kleinen Flugobjekte, was natürlich die Neugier der herbeigelaufenen Dorfjugend weckt. Und jetzt zeigen wir euch das, was die Kids auch schon sehen durften. Den Blick von oben auf den drittgrößten See Simbabwes, den Lake Kyle. Die fantastische Umgebung mit ihren monumentalen Granitfelsen und auf die glücklichen Gesichter der Kinder. Wo geht er denn hin? Doppelte Filmführung nennt man das. Guten Morgen. Guten Morgen, liebe Familie. Jetzt zeige ich euch mal, wie unser Osterbrot hier entsteht. Der Backofen ist aufgebaut. Brot kommt rein. So. Und jetzt warte ich eine Stunde. Gucken wir ein bisschen die Aussicht an. Die Nachbarn und die Frau. Und dann sind 60 Minuten um, dann gehe ich wieder in meinen Ofen, dann kriege ich was zu essen. Frohe Ostern euch allen. So ist das bei uns. Dann sage ich euch auch mal, heute ist Karfreitag, da sagt man ja noch nicht frohe Ostern, ne? Ja, also, so ist ein Morgen bei uns. Ist der schön oder ist der nicht schön? Oh, er ist nicht ganz so schlecht, wird man sagen, nicht wahr? Das macht mich so glücklich und zufrieden. Solche Plätze. Gestern Abend, das war schon einfach ein Traum hier. Hier laufen die Leute vorbei, sagen Hallöchen, man macht ein kleines Schwätzchen. Und das ist einfach nur nett. Heute Morgen kam schon wieder die Frau mit ihrer Tochter Miriam Genau. vorbei und hat hier den Obstteller mitgebracht. Und ich denke, wenn das Brot fertig ist, dann laufen wir mal da runter und gucken mal, wo die wohnen und gehen die mal besuchen.
Es hat gesagt, ich soll noch mal zeigen, wie das hier mit dem Brot aussieht. So sieht das hier aus. Wir machen gerade mal kurz Kontrolle, wann unser Visum hier in Simbabwe ausläuft. Und es ist leider doch der 19.04. wie erwartet. Aber man kann es sehr unkompliziert verlängern. Man muss hier nur zur Immigration gehen, dann kriegt man innerhalb von 5 Minuten und kostenfrei einen Stempel. Das kann man zweimal machen, sodass man insgesamt 3 Monate hier sein kann. Und auch danach könnte man noch länger bleiben, dann kostet es nur noch mehr Geld. Ja. Sagt die Frau, wir haben es noch nicht probiert, aber bestimmt klappt das so. Jetzt begeben wir uns hier runter und besuchen mal das Dorf von den Leuten, die uns gestern alle besucht haben. Hier vor Valerie und Etienne läuft die Mutter von Miriam hochschwanger und hat mal einen lockeren 15 bis 20 Liter Wassereimer auf dem Kopf, den sie hier oben oberhalb von unseren Fahrzeugen gefüllt hat, weil da ist nämlich scheinbar der Brunnen. Da sind nämlich immer wieder Kinder und auch ein Mann mit einem Schubkarren 100-mal an uns gefühlt vorbeigelaufen. Und jetzt gehen wir hier runter. Hier sieht man auch schon ein bisschen geschlagenes Holz, was dann wohl auch als nächstes ins Dorf transportiert wird, worüber aber die Frau mit dem Wassereimer auf dem Kopf, wo kein Auto, eben sind mal 2 Tropfen vorbeigegangen, aber ansonsten geht da nichts vorbei. Da muss ich auch noch drüber steigen. Hello, baby. Hello, good morning. Wuff, wuff. Wuff, wuff. Oh. Ah, dafür braucht er das Wasser. Hier sehen wir wirklich, wie die ganzen Ziegel. Hier wird es angerührt. Da ist die Form. Und dann muss das ein bisschen trocknen, 24 Stunden. Und dann wird es gebrannt. Da sieht man ganz frische Süßkartoffeln, Sonnenblumen. Daraus machen sie Sonnenblumenöl. Das kochen sie selber. Wir nehmen euch jetzt einmal mit und ihr könnt einen Blick eben in deren reales Leben werfen, welches picobello sauber und ordentlich ist. Während in der runden Hütte der Schlafraum ist, befindet sich die Küche in der eckigen, ausgestattet mit einem Solarpanel für ein immer dudelndes Radio. Stolz werden uns alle Tiere vorgeführt, der Truthahn, der schon für ordentlichen Nachwuchs gesorgt hat, und im Hintergrund könnt ihr die qualmende Kochstelle sehen, denn brennendes Feuer benötigt zu viel Holz und so wird immer ein Stück am Glimmen gehalten und je nach Gebrauch etwas mehr oder weniger angeheizt. Die Familie möchte uns die Umgebung zeigen und so marschieren wir begleitet von Miriam, ihrem Bruder und ihrer Mutter los, während ihr Vater sich wieder an die niemals endende Arbeit macht. Wir machen ja gerade einen kleinen Walk runter an den Damm. Ah, hier ist auch das Fischerboot, aber baden ist hier nicht, denn hier sind Crocodiles. Mit diesem Boot fahren sie trotz der Gefahr der Hippos zum Fischen auf den See, um etwas Abwechslung auf dem heimischen Teller oder auch etwas extra Geld in der Haushaltskasse zu haben. Auf dem Heimweg erfreue ich mich sehr an dem Umgang der Kinder miteinander und nach Beendigung der wunderbaren kleinen Führung geht es für uns weiter. Mutare ruft wieder nach uns. Brauchst du eine Mitfahrgelegenheit? Oh ja, bitte! Natürlich nimmt er mich mit. Das war jetzt ein sehr beeindruckender Besuch bei der Familie mit ihren noch 2, bald 3 Kindern. Glücklicher Eindruck, zufriedene Kinder, auch zufrieden miteinander, hatte ich so den Eindruck.
aber ein sehr entbehrungsreiches Leben. Die Frau wird in einem Monat ihr Kind alleine mit ihrer Familie in ihrem Häuschen zur Welt bringen. Das ist schon immer was in einem arbeitet, wenn man, und sie lief da mit uns rum. Wir dachten immer so, nicht so viel laufen, das ist zu anstrengend. Und die lief da in einem munteren Gang vor uns her, das war Wahnsinn. Die Kinder ganz süß, ganz happy, ganz offen, ganz goldig, unfassbar. Es war sehr, 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 sehr schön. Zu sehen einfach, wie sie leben, was sie machen, was sie anbauen mit ihren Truthähnen. Das sind ja komischerweise hier hauptsächlich Truthähne, keine Hühner. Dann hatten sie noch einen Babyhund, haben Mais angebaut, haben Sonnenblumen angebaut, wo sie ihr eigenes Sonnenblumenöl dann draus machen. Süßkartoffeln, normale Kartoffeln, Tomaten. Was haben sie noch gesagt? Prinzessbohnen müssen sie sein. Das haben wir nicht gesehen. Normale. Cucumber, Gurken. Genau, Gurken, so spezielle Gurken mit so ganz großen Stacheln, harten Stacheln, einer ganz harten Haut. Jetzt wissen wir aber auch, was es ist. Ich habe das schon ganz oft gesehen. Das ist eine normale Gurke. Ja, aber von außen halt nicht. Ja, Die ja. sieht ja aus wie so eine Igelgurke. Oh, ja, Bohnen, 2 oder 3 verschiedene Bohnenarten. Und dann haben sie uns jetzt auch, oder sie hat uns jetzt auf dem Rundweg, den wir mal so zum See gemacht haben und durchs Dorf, hat sie uns verschiedene Kräuter nochmal gezeigt, auch gegen Erkältung. Das war sowas wie Pfefferminz, es roch nicht ganz so intensiv, aber es muss das gewesen sein. Einfach beeindruckend. Und jetzt Also geht's weiter. Äußere ich mich dazu auch nochmal. Ich brauche da normalerweise ein bisschen, weil ich sowas immer ein bisschen auch verarbeiten muss, weil das schon sehr beeindruckend ist. Hello. Man weiß immer, wie das Leben hier ist, oder vermeintlich weiß man, wie es ist, macht sich da so ein eigenes Bild davon. Aber wenn man dann doch mal so direkt wiederum mit den Menschen, bei denen zu Hause auch ist und die auch über 24 Stunden mal verfolgt hat, kriegt man einen ganz dann tatsächlichen Eindruck halt. Er läuft den ganzen Tag mit dem Schubkarren den Berg hoch und wieder runter, um Wasser zu holen. Bergauf mit leeren, weil oben die Wasserquelle ist, flitzt dann wieder nach unten. Schubkarre, eiriges Rad, hätte man bei uns schon 20 Mal weggeschmissen, hier 1000 Mal zusammengeflickt, hat ein steifes Bein, beschwerlicher Lauf mit 40 Kilo Wasser. Und er macht damit Brickets. Also mit dem Lehmboden, um die Brickets zu machen, braucht er halt wiederum das Wasser. Dann macht er die Brickets, dann werden die getrocknet, dann muss er die noch brennen. Dazu macht er das mit dem Feuer. Und ja, versucht halt auf die Art irgendwie an ein paar Dollar zu kommen, um die Familie auch zu ernähren. Hello. Hi! Aber so freundlich und zurückhaltend. Waren die schon laufen immer bei uns, als wir da standen, kommen vorbei. Und ganz, ganz liebevolle Menschen. Also das ist das, was mich so schwer beeindruckt. Auch der Umgang untereinander Mit den Kindern. mit den Kindern. Eine ganz, ganz liebevolle, nette Familie. Aber halt Unter harten sehr Lebensbedingungen. schwere Lebensbedingungen. Und mit diesen abschließenden Worten danken wir euch für eure Aufmerksamkeit in dieser Woche, hoffen, dass es euch gefallen hat und wünschen euch eine gesunde und gute Woche. Beim nächsten Mal dürfen wir Emily kennenlernen. Und es geht wieder auf roten, matschigen Lateritpisten in die nördlichen Eastern Highlands. Tempo muss all seine Kräfte zeigen, um den nächsten LKW aus der Böschung zu ziehen. Seid gespannt, bleibt uns treu und bis dahin sagen wir Tschüss und Bye-bye, bis nächste Woche.